Ach, stimmt, hier könnte ich eigentlich. Ach, habe ich heute keinen Bock drauf. Das ist gestern hier richtig kacke passiert. Was habe ich denn gemacht? Wo habe ich die Scheiße? Schon weggeschmissen. Warte mal, ich habe noch ein Muster. Hier so kleine Trapezgewindespinnen gemacht. Und die liefen halt schon mal. Das ist ein laufender Artikel. Und ich change ja immer einen Running Process. Habe auf jeden Fall dann wieder eingegriffen. Auf jeden Fall hatte das Werkzeug beim letzten Mal Drehrichtung M4, diesmal M3. Auf der Seite habe ich noch dran gedacht, es umzuprogrammieren. Auf der Seite habe ich es dann beim ersten Teil vergessen. Nicht viel Zustellung und ja, Platte ein bisschen angebrochen, aber war eigentlich für mich nichts Wildes. Hier war die D-Platte dann einfach gebrochen. Und naja, Drehrichtung einfach wieder umprogrammiert, neue Platte rein, weitergearbeitet. Ja, und dann sah ich aber schon, oder was heißt schon, erst beim letzten hier, ich muss dann Sechskant, da ist eine SW4 drin. Und keine Ahnung, der taumelt ja und steht außermittig. Aber beim Anfahren habe ich schon gesehen, boah, der stand, oh, hier ist das gebrochene Teil, der stand bestimmt so, keine Ahnung, als ob eine Ecke fast schon am äußeren Durchmesser liegt. Der stand so drüber. Ja, keine Ahnung, gedacht, ey, was soll jetzt gewesen sein? Also muss das ja passen. Ja, reingefahren, lief auch bis halt so zum Grund und dann ist er mir richtig weggebrochen. War halt auch, dadurch, dass er so klein ist, konnte ich jetzt auch an der Auslastung oder so nichts Besonderes feststellen. Und dann war das aber, dadurch, dass er gebrochen war, habe ich dann mal die Messuhr drauf gehalten. Und alter Schwede, stand da einfach Millimeter daneben, locker Millimeter in X. Ja, und dann fing die Doktorei an. Ey. Ich konnte es mir nicht erklären. Nur wegen so ein bisschen Drehrichtungsfehler, wo ich dann Millimeter zustelle und dachte, ich kann ja die Maschine nicht verstellen. Doch, habe ich dann die mit dem Ausrichtdorn, ich habe hier zum Glück so einen da, einfach schnell für VDI 30, Ausrichtdorn rein, Schrauben am Revolver vorne gelöst, kurz wieder ausgerichtet. Dann bin ich mit dem Werkzeug wieder hingefahren. Da stand das immer noch fast einen Millimeter daneben. Ja, okay, dann. Aber wie gesagt, ich habe den Auftrag ja schon mal abgefertigt. Mit demselben Halter. Ich musste nichts neu vermessen. Und da lief es. Aber, wie ich dann rausstellte, war das einfach ein Glück. Ich hatte hier so einen Halter aus irgendeinem Konvolut gekauft. Das sind alles so welche, wo mal eine Schraube fehlt oder was weiß ich. Habe ich jetzt auch schon komplett blank gemacht, alle Schrauben raus und so, weil hier muss ich reinleuchten. Nee, das werde ich auch messen können. Das ist ja gewaltig. Wo habe ich einen Messschieber? 25er Aufnahme. Mal hier nur so schon 25,08. Der ist vorne 25,5. Das ist komplettes Ei. Wird richtig übler Crash schon mitgeballert. Die ganze Aufnahme ist krumm und schief. Hab dann mehrere Halter mal von dem Kollegen, wo ich die abgekauft habe, mir durchgeguckt und Junge, ey. Als ob die bei jedem Werkzeug erstmal einen Crash rangeballert sind. Also sind echt viele Aufnahmen so ausgeschlagen. Ja, da nehme ich mir die Schrauben raus. Ein Ersatzteillager. So, also habe ich dann einfach eine andere Aufnahme genommen. Zum Glück hatte ein Nachbar für mich noch einen Stößel, war nämlich schon 17 Uhr. Aber perfekt steht die Maschine jetzt noch nicht. Heißt, ich muss euch irgendwann die nächsten 2 Wochen einmal das Ausrichten von meiner Maschine zeigen. Revolver zumindest. Futter nicht. Aber Revolver ausrichten. Das ist hier echt zu empfindlich. So, ich richte den Revolver aus, sprich Revolverscheibe und Revolverkasten, keine Ahnung. So, und ich fange einfach mal an. Ich bin hier noch nicht Referenz gefahren. Nehmen wir uns so, weiß ich nicht. Ja, ey, manchmal läuft das in 20, 25 Minuten. Wir nehmen uns jetzt mal ein Stündchen Zeit und gucken mal, ob wir das Ding auf Null bekommen. Jetzt frage ich mich gerade, ob ich meine Tausendstel Uhr hier habe. Ich hatte die irgendwann mal ausgeliehen.
Nein, Hundertstel. 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 Aber neu. Mal gucken. Ja, also die hier ist deutlich leichtgängiger. Die hat hier schon so ein bisschen einen weg. Ich nehme mal hier die neue. So, haben wir Messuhr, Imbus, Verlängerung, Handschuhe. So. Dann baue ich mir als erstes hier erstmal die Werkzeuge aus. Das ist dann, wenn ich die Revolverscheibe ausrichte, am einfachsten. Upsa. Ist ein Schlüssel drin. Und dann müssen wir den Deckel hier abnehmen. Den hier. So wie ich das jetzt zeige, ist das eigentlich an jeder Gildemeister CTX Drehmaschine. Also ob ich jetzt meine alte, was ich mal hatte, CTX 600, CT 60, CT 20, all diese CT, CTX-Reihen sind so auszurichten, außerhalb der Y-Achse. Dann müsst ihr das manchmal auch nicht so schnell. Da könnt ihr auch über die Y-Achse das ein bisschen ausgleichen und sowas. Aber im Prinzip bleibt auch da das Gleiche. Späne drin. Das ist für mich eigentlich auch schon das Schlimmste hier. Diesen Deckel abbauen, ich hasse es. Schreibt mal in den Kommentare, ob ihr eure Maschinen selber ausrichtet und repariert. Wenn ja, wo sind da eure Grenzen? Also wo kommt ihr dann nicht mehr weiter? Und oder ob ihr dafür Servicetechniker ruft. So, jetzt auf die Schrauben, die ich am meisten mag. Hier sind nur noch zwei drin. Da hinten, da sind mir die Gewinde. Hier war das schon beim Kauf gerissen. Hier ist mir selber abgerissen. Ich zeige euch später warum. Wenn ich den wieder draufsetze, ist das besser zu zeigen. Ah, die geht auch schon schwer. So. Deckel geht ab. So. Worauf ich jetzt hier immer schon achte, ist, dass hier nicht zu viel reingeraten ist. Das heißt, dass hier kein irgendwie Wasser da unten steht oder da unten sind seht ihr die Schrauben vom Revolver unten drin und dass da kein Wasser oder Öl zu viel steht. Da, dass hier so ein schöner Rand aus Spänen ist, sagt mir dann, dass die Dichtung okay ist und dass nicht alles dahinter gerät. Alles in Ordnung soweit. Und dann können wir ausrichten. Hier gibt es eine Stellschraube. So, hier, die berührt den Revolverkasten nicht. Das ändere ich jetzt schon mal vorher. Jetzt setze ich hier die Madenschraube in den Revolver fest. Jetzt berührt der und dann gebe ich ihn noch mal so ein bisschen. So, die Position, die ich am meisten zum Bohren benutze, ist die Position 6. Da haue ich jetzt meinen Ausrichter dran. So, jetzt tausche ich hier auf die
Uhr hier. So, jetzt muss ich als erstes mal gucken in meiner Werkzeugliste. Da ist auf P6 ein Werkzeug, das muss ich rauslöschen. Jetzt stehe ich hier nämlich noch auf X 12,5. So, jetzt muss ich da erstmal auf 0. So, stelle ich hier mal auf 0. X-Achse circa 500, 0,05 mm drin. Und die Y steht hier bei 0,1, also ein Zehntel. Und jetzt mal schauen gegenüber. Ay caramba. Aber da sind jetzt schon 0,18 mm drin. Ja, das muss raus. Fangen wir an mit dem Revolverkasten und dann die Revolverscheibe. Also Imbus, Verlängerung. Hier ein bisschen mit den Kabeln aufpassen, den ganzen Bero-Kabeln. Ist mir letztens hier, glaube ich, zweimal hintereinander der Bero durchgejagt hier von angetriebenen. So. An der Uhr hat sich jetzt noch nichts getan. Ja, jetzt tut sich langsam was. Hat sich ein bisschen was getan. Die tue ich jetzt auch schon wieder. Moment. So, oben sind jetzt alle los. Und ich tue den einmal so nur handfest wieder. Nicht mal handfest, fingerfest. Und jetzt müsste sich an der Uhr was tun. Da ist er richtig gesprungen einmal. So. Jetzt bringen wir ihn mal zu 0. Das habe ich jetzt 3, also etwas über 5, 0,5 mm, 5 Zehntel. Und ich muss, der steht jetzt übertrieben gesehen, muss der hier nach unten gedrückt werden. Das heißt, ich muss die Schraube ablassen. Und der steht übertrieben gesagt jetzt so wäre gerade und der steht jetzt so. Ja, und so willst du meinen Bohrer natürlich nicht eintauchen. Dann löse ich jetzt mal, fange ich jetzt hier hinten an, diese Madenschraube zu lösen. So, das war jetzt aber nichts. Also hier braucht man wirklich fast nichts machen. Ich bringe den jetzt mal zu 0 und wir gucken uns das an. So. Merkt man sofort beim Losgehen, dass es schon viel besser ist. 0. Und gegenüber ganz kurz vor 0. So. Hier sind so ein bisschen zu der 1. Und hier ist ein bisschen zu der 9. So, jetzt habe ich hier wieder 0. Und dann gehen wir an die Revolverscheibe. Dabei passiert eh noch mal was. Holen wir Stück für Stück die Perfektion. So, das heißt, ich mache jetzt hier 4 Stück ganz bisschen fest. So, Revolverscheibe lösen. Oh, ich komme immer komplett durcheinander, wo ich schon war und wo nicht, wenn ich das hier über Kreuz mache. So, passt schon. Das mache ich jetzt auch wieder fingerfest, nur 4 Stück. Jetzt gebe ich mir einen leeren Werkzeughalter hier oben rein. Ja, ja. So, ein bisschen gegengehauen.
Und so kommen wir zur 0. Unten fast 0. 0. Ist hier irgendwo Dreck? Das sieht fast nach einem Dreckausschlag aus. Da tut sich was. Richtung 9. Also haben wir hier, woher kommt das? X-Achse. X-Achse noch ein Hundertstel runter. Gucken, ob wir das nur darüber. Ich jetzt mal hier die Schrauben anlöse. Ab jetzt ist jede Berührung hier, die wieder alles, nicht alles versauen kann, aber auf jeden Fall schon wieder in eine andere Richtung, dass nichts passiert. Da weiß ich jetzt nicht, ob da schon ein Hundertstel war. So, da haben wir jetzt 200, 3, 4. Da mache ich jetzt einmal alles locker. Da hat sich auch noch mal was getan. So, ich stelle den jetzt hier unten auf 0. Ist hier in x 0. Hoch damit. 200 zur 10. Heißt ablassen. Das wird jetzt gar nichts. Oh, schön, dass es jetzt wieder 0 ist. Ja, jetzt wäre eine Tausendstel Uhr halt. Sehr geil. Ja, das ist hier wirklich, den kannst du hier so tippeln jetzt. Und dann noch ein bisschen warten, bis sich das setzt. 2 zur 10 jetzt unten. Ja, und oben 0. War schon wieder 100 zu viel bewegt. 100 zu 10. Stelle ich auf 0. Okay, jetzt die Y noch ein bisschen. Das ist nirgendwo mehr auf 0. Ja, okay, dann stelle ich nochmal neu wieder auf 0. 100, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0. Okay, das passt. Ja, das sind noch 200. Ein bisschen zurück. Stopp. 0. 100. 0. 100. Ey, so versuchen wir das jetzt festzumachen, dann passt das. So, die mache ich jetzt nur fingerfest alles. Ich brauche jetzt schon, dass bei der Ruhe nichts passiert. 0, 100, 100, okay. 0, 0. Jetzt ziehe ich hier Stück für Stück über Kreuz, weil sich das sonst verkanten könnte. Tipptopp, bleibt alles so, das ist gut. Jetzt fange ich an, ein bisschen stärker anzuziehen. Oh, da bringe ich jetzt schon richtig Kraft drauf. Hier steht dabei 0, hier steht dabei 100 zur 90. Damit kann ich leben. Oh, fest. Fest. So. Das ist die Scheibe. Bei der habe ich die Erfahrung gemacht, dass es deutlich schwerer ist, die festzuziehen und dass die dann hier gleich bleibt. So. Deswegen werde ich die Uhr ein bisschen genauer dabei beobachten. Und erstmal auch nicht mit dem Drehmoment arbeiten, sondern hiermit nur ganz bisschen. Einfach nur einen Hauch mit 2 Fingern. Einmal über Kreuz alle anziehen. Jetzt hat sich nichts getan. Okay, dann jetzt einmal gucken, ob ich alle habe. Jo. So, und dann fange ich an mit nur 20 Newtonmeter. Weniger kann er nicht. Ja, da hat er schon was. So ein 100 zu sich bewegt. Das heißt, ich ziehe jetzt mal nur 2 an und dann gucke ich das Ganze nochmal. Das sah gut aus. Aber er ist jetzt halt schon nicht mehr auf der 0. Passt. Passt. So, ist hier 100 zur 10. Und hier unten 100 zur 9. Aber ich die scheiß 100 Uhr. Ich mache das auch mit so einem Sprung. Ich stelle hier einfach mal auf 0. Das ist besser. Und einfach runter. Ja. 100. Boah. Will ich da jetzt was dran versuchen? Nein, nee, ehrlich gesagt, nein. Da wäre jetzt eine Tausendstel Uhr viel geiler. Man könnte so viel genauer sehen, was macht die X-Achse, was macht die Y-Achse. Ich habe die Erfahrung gemacht mit den Hundertstel Uhren, um das letzte Hundertstel zu kämpfen. Du schraubst dich hier einen Wolf, du drehst komplett ab.
So habe ich auf jeden Fall die Erfahrung gemacht. Vielleicht müsste man dann einmal alles auseinanderbauen, alles sauber machen und so, aber ganz ehrlich, ich komme auch klar mit dem Hundertstel. So, jetzt mache ich wieder über Kreuz mit 30 Newtonmeter bin ich jetzt. Jetzt ziehe ich einmal alle auf 30 Newtonmeter an. Dann sollte ich durch aus Versehen drankommen oder so nichts mehr passieren können. Genau so, das Hundertstel daneben. Hier ist auf 0. Hier ist ein Hundertstel zu 10. Hier sind es jetzt 2 Hundertstel zu 9. Und hier sind es 0. Lass ich mal rumkreisen. Ja, da sind 2 Hundertstel. Das ist aber auch mit so einem gewissen Abfall. Das heißt, es kann auch die Uhr einfach mit reinspielen. Seht ihr das, wie das abfällt? Das ist jetzt kein so ein. So, ich lasse jetzt mal die Uhr nach unten fallen. Whoop. So, das macht ein. Wenn ich aber langsam drehe, dann haben wir das auch. Aber 2 Hundertstel drin. Woher kommen die? Die sind. Müsste jetzt der weiter runter. Ich guck mal, ob sich was tut. Ist dann einfach schon zu fest mit den 30. Auf 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ah, doch. Hat was gemacht. Bleibt. Geil. Ja. So, jetzt haben wir hier unter Hundertstel. Hier sind es 5000stel zu 9. Oh, 0. 5000stel zu 9. So, festschrauben, nicht mehr gucken und fertig. Nein, Spaß. So, wo waren wir genau? Den Ausrichtoren. Schön einfetten, einölen. So, dann versuche ich das hier mal ein bisschen abzukürzen. Und ich hau hier jetzt den Deckel dran. Da ist nämlich noch ein bisschen was zu beachten jetzt beim Drauftun. Und zwar, also erstmal klar, keine Kabel beschädigen. Aber diese Ecke hier hinten, die ist scheiße. Hier hinten muss man drüber kommen mit dem Deckel. Und der will aber gerne drunter. Also nicht unbedingt auf hier vorne erst konzentrieren, sondern wirklich, dass der da hinten drüber ist. Und das ist er nicht. Ich versuche das mal. Vielleicht kann ich da reinzoomen. Dieses Blech hier mit dem schwarzen da links, das ist jetzt halt noch der Deckel. Und der muss aber dahinter kommen. Das Ding ist, wenn er nicht dahinter ist das kein Ding hier, diese Schraubenreihe alles bündig und vernünftig aussehend und auch festzukriegen. Und dann geht man nach da hinten und nichts passt. Und genau so sind da auch, ja, einmal irgendwem, keine Ahnung, da war schon so eine Gewinde abgerissen und mir selber ist auch so eins schon mal abgerissen dann. Also so von oben kommen. Und immer noch nicht. Ja, und Fingerklemmen kann man sich dabei auch derbe. So, jetzt ist es richtig dahinter. Das ist eine knappe Geschichte. So. Passt, wenn ich hier so fühle. Ja, oder? Ja. Okay. So, dann schraube ich jetzt nämlich erst, das würde ich dann halt auch empfehlen, erst die hinten hier anschrauben. Dabei einmal, jetzt habe ich Angst um mein Leben, die Maschine bewegungsunfähig machen. Das auch nochmal wie ein Blöde durchtesten. Geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ihr kennt die Horrorgeschichten.
will ich jetzt auch gar nicht erzählen, sonst muss ich wieder diese Bilder ein paar Tage zur Seite drängen. Ach so, und wichtig hier, das Blech muss auch, ne, dahinter sein, nicht, das kann auch so ein bisschen blöde davor hier geraten. Einen Imbus hier so ein bisschen zurechtrücken, das Blech. Und dann festschrauben. Habt ihr früher auch an Rollern oder Mofas oder so? Ja, Mofas haben keine, aber Rollern geschraubt. War genau die gleiche Scheiße. Wenn einmal so eine Verkleidung abgemacht hat, nichts passt mehr. Oder nur so auf Druck, Zug und. Ne, Verkleidungsarbeit. Ich kann es nicht ab. Das Blechen. So. Das passt. So, fertig. Ja, ich hoffe, allen Gildemeister CTX Maschinenbesitzern oder Bedienern hilft das soweit weiter. Wenn ihr vorher nicht wusstet, wie, YouTube anmachen, das Video anschauen und einfach genauso nachmachen, dann solltet ihr zum Ziel kommen. Ciao.